Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, was machen wir jetzt heute? Es ist wieder einmal ein neuer Release hier am Start. Ich habe den aber schon gehört, weil... Hallo, ich dachte, wir starten low. Ja, haben wir doch schon. Ja, aber ich dachte, wir machen so lang weiter. Okay, mach weiter. Nee, so lang low geht nicht. Shit, okay. Also, es ist ja immer noch Oktober und es sind so viele Releases am Start. Es ist unglaublich. Und da gibt es auch die ein oder anderen richtig geilen Verbindungen hier. Wie zum Beispiel Joji und Jackson Wang featuring Soirée und Major Lazer. Was denn? Nix. Ich habe den Song schon gehört. Okay. Ja, ich gebe es dazu. Weil ich meine Spotify Weekly Top 20 Playlist, die ihr bestimmt noch nicht abonniert habt, unten verlinkt, sofort folgen. Da habe ich den Song schon reingeknallt. Und der lief auch schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob du meine Playlist schon gehört hast. Falls ja, dann kennst du den Song auch schon. Das wirst du jetzt gleich merken. Aber ich wüsste nicht, dass ich den Song schon gehört habe. Ha! Siehst du? Dann Achtung. Ich weiß nicht. Dann lass dich überraschen. Du wirst sofort wissen, weil das ist so etwas, das bleibt sofort im Ohr. Sobald die Akkorde anfangen, 100%. Ja. Ja. Ich habe das Video aber auch noch nicht gesehen. Wangtown, geil! Ah, das ist Joji. Ist das ein Roma? Ja. Sehr geil. Ist halt absolut ein Zeitgeist, dieser Sound, ne? Zerstört ihn. Coole Videoidee eigentlich. Das ist richtig witzig. Ja, das ist Jackson Wang. Rette sie, Jackson! Oh, er ist Batman. Wangman? Ah, so wie, wirklich wie Batman. Ey, geile Stimme, gell? So soft. Ha, Wangman. Ja. Ist halt so wie Godzilla, die alten Godzilla-Filme. Ach, das soll der kleine Joji sein? Oh, jetzt helfen sie sich. Oh. Awkward. Oh, siehst du, das gefällt ihm doch. Was voll passiert das jetzt? coole Video. Was machen die jetzt? Wangtown. Geil, der Beat ist richtig cool. Voll, ja. Ah, geil. Sogar, wir hören jetzt hier auch den Beat tatsächlich komplett an einem Stück. Das ist sehr interessant, dann können wir den besonders gut analysieren. Fangen wir doch an bei der Rhythmussektion. Was hörst du raus? Was für ein Rhythmus? Den Dembo-Rhythmus. Danke. Also.
Swally. Von French Montana. Wie hieß der? Ja. Unforgettable. Oder? Ja. Man hört hier irgendjemand irgendwas sagen in dem Beat. Irgendwas hört man auf dem rechten Ohr, witzig. Das haben wir wahrscheinlich extra im Beat drin gelassen. Ja, die Akkorde halt auch super, super schön warm und die haben aber auch so ein ganz besonderes Sounddesign bekommen. Es sind ganz normale Pop-Akkorde, aber hier auch wieder, wie ich es jedes Mal sage, es ist super wichtig, dass da was am Sounddesign gemacht wurde, weil, deswegen wusste ich, dass Dana den Song noch sofort erkennen wird. Sie hat ihn schon gehört, weil ich ihn in meiner Spotify Weekly Top 20 Playlist drin hatte, letzten Freitag schon reingesetzt. Unten auf jeden Fall der Liste folgen. Und sie hört dann auch ab und zu mal eben die Liste, guckt natürlich nicht auf die Titel aber wegen dem Sounddesign dieser Akkorde weiß man sofort, ich kenne den Song schon, ich habe den schon gehört, geiles Ding, ich fand den schon mal gut. Das heißt, ich finde ihn immer noch gut. Oder mittlerweile nervt er, weil ich ihn schon 1 Million Mal gehört habe. Ich finde ihn noch besser. Ich fand ihn, also jetzt mit Video finde ich ihn sogar auch noch mal besser. Aber ja, das ist halt das, was ich jedes Mal sage, wirklich Sounddesign. Und dann hier dieses eine, auch sehr prägnante Instrument, dieses genau. Es läuft hier ganz leise nur im Hintergrund. Irgendwo war es lauter. Genau. Ja, super simpel. Super simpel eigentlich, auch vom Sounddesign sehr, sehr simpel, weil es wahrscheinlich wirklich nur so ein Sine, also Sinus? Ja, auf Deutsch Sinuskurve eigentlich nur ist im Synthesizer. Sehr, sehr klarer Sound eigentlich mit einem Reverb drauf und einem Delay. Ja, aber der hier im Kontext einfach macht der voll Sinn, passt voll rein, sticht dann aber auch schon wieder heraus. Und man sieht, wie minimalistisch das Ganze produziert ist und das eigentlich deswegen auch schon, ja, es ist wirklich auf diesem amerikanisch-internationalen Level. Weil die wenigen Elemente, die da sind, sitzen perfekt. Und dann hier auch die Vocals. Jodie ist ja auch bekannt unter vielen anderen Namen, die ich mir alle natürlich nicht merken konnte. Hat aber irgendwie auch so amerikanisch, oder war das kanadisch? Amerikanisch? Nee, kanadisch und japanische Roots, meine ich. Ich glaube, ja. Jackson Wang wissen wir. Der Hongkong? Genau. Aber er ist ja auch in den USA oder macht viel in den USA. Also da ist auch sehr, sehr stark der amerikanische Einfluss und dann hier Swally und Major Lazer natürlich die ganzen, also gerade Major Lazer, die haben ja unfassbare Hits schon rausgebracht. Yeah. Und hier finde ich auch zum Beispiel das Master, es ist super angenehm, man kann es recht häufig hören, denke ich mir, dass man nicht Kopfschmerzen bekommt, gerade auf Kopfhörern. Das meine ich, das ist wirklich ganz anders. Jetzt zu den Songs, die wir jetzt auch gerade vorher gemacht haben, merkst du einen riesen Unterschied vom Master, das ist echt so, man hört es gerne an, da ist nichts, wo du sagst, das ist ein bisschen zu dick oder ein bisschen zu laut oder irgendwie höre ich das Instrument gar nicht so doll. Ich höre es zwar. Leise weiterlaufen lassen. Ja. Das war so schön und angenehm. Hier vor allem den Beat. Ja, echt cool. Die Akkorde sind echt geil. Obwohl die so einfach sind. Das klingt jetzt nicht so besonders, wie das irgendwie so Neo-Soul-mäßig wird oder so. Weißt du? Ja, da sind schon Seventh-Akkorde, glaube ich, mit drin. Aber so, es ist halt trotzdem sehr... Und man merkt, hier ist ja wirklich nur die ganze Rhythmussektion, also Bass und Percussion bzw. Drums und die Akkorde. Das ist ja der Verse. Und dann dieses komische, man hört die Stimme auf einmal. Aber da ist so ein ganz kurzer Augenblick, wo man wie so Hi-Hats hört oder wie Shaker. Die sind auf einmal super stereo, also ganz weit rechts und links außen zu hören. Aber so ganz kurz noch. Da siehst du, was für krasse Produktionsdetails hier wirklich ausgearbeitet wurden. Hätte man auch sagen können, da mache ich mir jetzt nicht die Arbeit, dass das jetzt auf einmal so dieses eine kleine kurze Element, was man 1 Millisekunde hört, so ausarbeiten muss. Aber doch, das ist genau das, was nämlich die Produktion ausmacht und nicht irgendwie mehr Instrumente, noch mehr Vocals und so weiter, sondern das, was man da hat, die wenigen Sachen wirklich so dann zu präzisieren, dass es wirklich den Unterschied macht. Und was ich auch sehr geil finde, dass aus diesem Drum Roll, diese Snare Roll,
wird so ein. Die haben da irgendwie echt so einen Effekt draus gemacht. Stimmt. Super geil. Das ist Sounddesign auf höchstem Niveau. Siehst du? Und dann kommt hier nämlich auch ein guter Akkordwechsel im Pre-Chorus und dann sieht man, dass da jemand am Werk war, der auf jeden Fall musikalisch unterwegs ist, weil da so ganz kleine Griffe nur gemacht werden, aber als Zuhörer bringt einen das nicht zu sehr aus der musikalischen Comfortzone, sage ich mal, dass man das Ding auf einmal nicht mehr versteht. Und dann das ist so ein ganz kurzer reingekrätscht, super. Echt. Ah ja, das ist genau der letzte vor der Hook im Pre-Chorus noch. Super jazzy eigentlich. Und genau, und hier in der Hook kommt dann wirklich nur ein Element eigentlich noch hinzu, dass die Pads so ein bisschen diese Hook-Melodie einfach mitspielen, aber auch so ganz subtil. Ne? Das klingt wie so durch so einen alten Tape-Recorder. Durch so einen alten Tape-Recorder irgendwie sowas klingt. Das klingt irgendwie nach wirklich irgendwas Altem und so ein bisschen rauschig, nichts total Präzises an Instrument. Deswegen sehr, sehr geile Produktion. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, folgt meiner Spotify-Playlist. Ich mache da immer so schöne Sachen auch rein. Und vergesst nicht, euch die richtigen Kopfhörer zu holen, um auch so Details dann eben raushören zu können. Warum ist die jetzt gegangen? Ich habe jetzt gedrückt. So, es ist Thumbnail Time. Ganz vergessen. ich mache Approved. Ich fand den richtig gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ich würde sagen, schaut auch gerne mal bei Dana vorbei. Die macht auch jeden Sonntag ein Video. Fashion, Beauty, Lifestyle und K-Pop-Quizzes mit mir. Challenge, ja. Das ist auf jeden Fall immer das Spaßigste, weil ich da nämlich mitmachen kann. Und, das macht mir auch am meisten Spaß, weil ich da nicht so alleine bin. Ich bin nicht so gerne alleine. Musst du dann jetzt dein Kanal, Beschreibung, Titel, Motto ändern? Nicht mehr Lifestyle Beauty, sondern nur noch K-Pop-Quizzes. Fashion und K-Pop. Fashion und K-Pop-Quizzes. Okay. Tschüss. Hör halt auf jetzt. Okay, ich gehe. Sie geht. Dann gehe ich auch. Aber wer drückt dann auf Stopp? Was machst du denn da hinten? Winkst du immer noch, oder was? Na klar. Wieso denn?